Eine wichtige Gesetzesänderung in Deutschland beim Thema Vaterschaft war 2007 die Einführung des Elterngeldes, einer Lohnersatzleistung in der Babypause. 65% des letzten Gehaltes werden gezahlt, und zwar eben nicht nur Müttern, sondern auch Vätern, wenn sie das wollen. Interessant ist noch eine Sonderregelung, die aus Skandinavien übernommen worden ist, aus Schweden und aus Norwegen und aus Island, die besagt, dass 2 Monate obligatorisch sind für die Väter. Sie sind reserviert für die Väter, und wenn die Väter diese 2 Monate als Lohnersatzleistung in der Babypause nicht nehmen, verfallen diese Monate, und auch das Geld können die Familien nicht bekommen. Und das ist ein Grund, warum diese Elternzeit jetzt auch in wachsendem Maße von Vätern genutzt wird. 2007 sind nur 3,5% der Väter in die Babypause gegangen, und inzwischen sind wir fast bei 40% in Deutschland. Also 2 von 5 Vätern nehmen Elternzeit, wobei ich dazu sagen muss, dass 3/4 der Männer nur die 2 Monate nehmen, nur in Anführungszeichen. Manche Frauen finden 2 Monate zu wenig. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, ich will das erste Jahr bei meinem Kind bleiben, also die gar nicht wollen, dass die Väter sich stärker einmischen. Aber es gibt natürlich auch Männer, die 7 Monate nehmen oder sogar die Rollenumkehrung machen. Das heißt, sie nehmen 12 Monate und die Frau nimmt nur 2 Monate. Solche Fälle gibt es auch, aber die sind eher die Ausnahme. Es ist eine große kulturelle Veränderung, dass Männer überhaupt in der Kleinkindphase alleine für einen Säugling zuständig sind. Das hat es früher nicht gegeben. Und das ist auch eine große Herausforderung für die Männer. Sie müssen sich auskennen im Haushalt, sie müssen die alltäglichen Verrichtungen beherrschen, sie müssen wissen, welche Temperatur der Babybrei oder die Flasche haben muss, sie müssen das Kind beruhigen können, sie müssen wickeln können. Also diese ganzen alltäglichen Geschichten, das muss man sich ja so vorstellen, dass Männer das früher gar nicht gemacht haben, sondern das haben sie einfach komplett zu 100% an ihre Partnerin delegiert. Und insofern führt der Vorwurf, die nehmen ja nur 2 Monate, in die Irre, weil 2 Monate ist besser als 0 Monate. Es ist eine kulturelle Veränderung. Die Ministerin, die das durchgesetzt hat, übrigens, hat von einem Kulturbruch gesprochen, und so würde ich das auch betrachten. Und wir haben jetzt ein neues Gesetz, eine Erweiterung, das sogenannte Elterngeld Plus. Das ist aber sehr kompliziert zu erklären, wo die Babypause oder die Erziehungspause bis zum 8. Lebensjahr genutzt werden kann, kombiniert mit einem Teilzeitmodell in der Erwerbsarbeit. Aber das ist wirklich sehr kompliziert zu erklären. Aber es gibt die Möglichkeit, und das ist auch wichtig als Signal, weil Elternschaft, Vaterschaft, Mutterschaft dauert 20 Jahre. Ein Kind zu erziehen dauert mindestens 20 Jahre und nicht 1 Jahr oder erst recht nicht 2 Monate. Ja, die Einführung der Elternzeit ist von einer umfangreichen Werbekampagne begleitet worden. Es gab Anzeigen in den Zeitungen, es gab Plakate an den Litfaßsäulen in den Städten. Es gibt parallel dazu ein Programm, was die Kinderbetreuung ausbaut, vor allen Dingen für Kinder unter 3 Jahren. Gab es früher in Deutschland so gut wie keine öffentliche Betreuung. Also der sogenannte Kindergarten ist ja auch ein Fremdwort in vielen anderen Sprachen geworden. Der war zwischen dem 4. und dem 6. Lebensjahr, also in einer Art Vorschule. Und jetzt gibt es einen Ausbau vor allen Dingen der Kindertageseinrichtungen für 1- bis 3-Jährige, also dass sozusagen die Idee ist, nach der Elternzeit zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr sind die Kinder auch in einer öffentlichen Betreuung, wobei das jetzt nicht unbedingt gleich der ganze Tag ist. Oft sind das Halbtagsbetreuungen, das muss ja auch jede Familie für sich entscheiden, wie sie das regelt. Das hängt ja auch von den Ressourcen der Eltern ab. Diese Betreuung kostet Geld, was ich übrigens für ein Problem halte. Also die Universitäten zum Beispiel sind kostenlos in Deutschland und die Kinderbetreuung kostet die Eltern viel Geld. Das ist eine absurde Schieflage. Der gesetzliche Rahmen ist ja kompliziert, und da geht es auch nicht nur um die Elternzeit, sondern es sind viele kleine Regelungen, die vielleicht wichtig sind für die Väter und auch
symbolisch von Bedeutung sein könnten. Ich nenne mal ein paar Beispiele. In Deutschland haben Eltern die Möglichkeit, 10 Tage im Jahr krank zu fehlen bei der Arbeit, weil ihre Kinder krank sind. Also sie kriegen ihr Gehalt weiter, ihren Lohn weiter, wenn ihre Kinder krank sind. Und das ist natürlich eine Vorschrift, die nicht auf die Mütter bezogen ist, sondern geschlechtsneutral formuliert. Die wenigsten Väter kommen aber auf die Idee, sie zu nutzen. Das ändert sich gerade ein bisschen, aber das führt zu Irritationen in Betrieben, dass dann vielleicht der Chef sagt, hat er denn keine Frau zu Hause, wo ist denn die Mutter? Aber Väter haben natürlich das Recht, diese Vorschrift zu nutzen. Ein anderes Beispiel ist, dass die Krankenkassen den Geburtsvorbereitungskurs für Mütter bezahlen und ein begleitender Kurs für Väter oder dass die Väter am gleichen Kurs teilnehmen wie die Mütter. Das können sie zwar tun, aber sie müssen es auf eigene Kosten tun. Sie müssen es bezahlen. Das sollte sich dringend ändern.